Christ. Ich nenne mich Christ wegen Jesus Christus, nicht wegen der Kirche, nicht weil es ein Rom gibt oder einen Papst. Ich nenne mich Christ wegen Jesus Christus. Ich liebe Jesus Christus für das, was er machen wollte in dieser Welt, was er erreichen wollte, was er bringen wollte. Und ich liebe ihn, weil er so missverstanden wurde und auch so missachtet wurde. Das hat mich schon als Kind berührt. Als kleines Kind hat es mich entsetzt, was ihm widerfahren ist. Und ich hatte vom Beginn an großes Mitgefühl mit ihm und hohen Respekt. Es ist mir eine Freude, demütig sein zu können gegenüber Jesus Christus. Ich habe auch schon immer an einen Gott geglaubt, schon von Kind an. Es ist für mich unvorstellbar, dass es dieses alles gibt, ohne dass es Gott gibt. Gott ist für mich jemand oder etwas, das nicht erschaffen ist, das schon da war von Beginn an und aus dem alles erschaffen ist. Aber Gott selbst ist nicht erschaffen. Gott musste nicht erfunden werden. Gott musste nicht erwählt werden, sondern Gott war immer schon und Gott ist immer schon. Und diesen Glauben habe ich heute noch und das ist für mich völlig natürlich. Und das ist für mich völlig natürlich, dass Gott in mir ist und dass ich in Gott bin und dass ich immer in Kontakt zu Gott bin. 24 Stunden am Tag, egal ob Tag oder Nacht, im Wachsein oder im Schlaf. Gott ist immer bei mir. Daran glaube ich. Das gibt mir Kraft. Gott muss mir auch nicht beweisen, dass er Gott ist. Gott muss mir nicht beweisen, was er kann. Und Gott muss mir keine Bitte erfüllen, damit ich an ihn glauben kann. Sondern ich glaube so. Ganz einfach. Und das ist etwas anderes, als viele in der Kirche machen. Ich kann mich nicht auf der einen Seite Christ nennen und auf der anderen Seite Bomben bauen und Waffen erfinden und konstruieren und verkaufen, damit ich Profit mache. Und wenn dann mit diesen Waffen getötet wird, stelle ich mich hin, jammere und klage Gott an. Das passt nicht zusammen und das passt auch nicht zum Christsein, das passt nicht zu Jesus Christus. Jesus wollte Frieden bringen und nicht Krieg. Ja. Und darum
folge ich diesem Weg und ich folge Jesus Christus. Es ist mir eine Ehre, das zu tun. Ja. Und wie heißt es so schön, auch in der Bibel, ich lese euch mal eben ein paar Zeilen vor. Selig sind, die da geistlich arm sind, denn das Himmelreich ist ihr. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind, die reines Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Selig sind, die um Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn das Himmelreich ist ihr. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und reden allerlei Übles gegen euch, so sie daran lügen. Seid fröhlich und getrost, es wird euch im Himmel wohl belohnt werden. Denn also haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Ja. Das sind schöne Worte, finde ich. Und auch Worte, die den Charakter von Jesus widerspiegeln. Wenn man das mal mit der Realität vergleicht und mit dem, was tagtäglich propagiert wird und getan wird, dann gibt es doch eine riesige Kluft. Und es gibt Anlass genug, sich darauf zu besinnen und Anlass genug, aufzuwachen und umzukehren. Das finde ich jedenfalls. Und da würde ich sagen, da empfinde ich so, wie alle Kinder empfinden. Kein Kind wünscht sich Krieg oder dass die Eltern in den Krieg ziehen oder dass sie selber in den Krieg müssen. Kein Kind wünscht sich das Töten und Morden. Darum sage ich auch, lasst uns den Weg des Friedens gehen. Den Weg der Güte, den Weg der Barmherzigkeit, den Weg der Liebe. Lasst uns den Weg der Liebe gehen. Der Liebe folgen, erfüllt sein von Liebe. Lasst uns in Liebe wandeln. Und das ist etwas, was Jesus wollte und auch vorgelebt hat.
Und deshalb nenne ich mich auch Christ. Ich nenne mich nicht Christ, weil ich konfirmiert bin und eben nicht, weil es irgendwelche Kirchen gibt und Kirchenmitarbeiter, sondern einzig und allein aus dem Grund, dass es Jesus Christus gibt. Ja, das möchte ich gerne sagen. Das ist so. Und ich sage, ich glaube an Gott, egal was andere sagen oder glauben oder nicht glauben. Es ist für mich völlig klar, dass es einen Gott gibt. Und ich glaube an einen liebevollen und gütigen Gott. Einen Gott, aus dem alles entstanden ist. Alles. Alles Leben. Alles Lebendige. Ja, das ist mein Glaube, den ich schon immer habe. Und jetzt sage ich Shalom.